Ein junger Mann namens Jack war ein Vertreter der goldenen Jugend, der in Luxus und Komfort lebte. Sein Vater, ein bekannter Geschäftsmann, besaß ein immenses Vermögen, und Jack musste sich nie etwas versagen. Er lebte in einem prächtigen Haus, umgeben von grünen Gärten, und fuhr teure Autos der neuesten Modelle. Jede Woche veranstaltete er Partys, zu denen seine Freunde und Bekannten kamen, um eine gute Zeit zu verbringen. Jack war selbstbewusst und bei den Mädchen sehr beliebt, die sich darum bemühten, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Eines Tages, während einer dieser Partys, beschlossen Jack und seine Freunde, ein Glücksspiel zu spielen, bei dem jeder eine Aufgabe erfüllen musste, wenn er verlor. Irgendwann warf Jack, überzeugt von seinem Glück, seinen Freunden eine Herausforderung hin. Doch diesmal hatte er Pech und verlor. Als Scherz gaben ihm seine Freunde eine ungewöhnliche Aufgabe. Er sollte eine dicke Frau heiraten. Jack war schockiert über diese Wendung, aber eine Wette war für ihn heilig, und er konnte nicht zurücktreten. Er beschloss, dass er, da es nun einmal so gekommen war, diese Aufgabe mit Würde erfüllen würde. Ein paar Tage später traf Jack Emily in einem örtlichen Club. Sie war eine korpulente, aber selbstbewusste Frau, die sich für ihr Äußeres nicht schämte und immer ein aufrichtiges Lächeln im Gesicht trug. Jack begann, sich mit ihr zu unterhalten, und sie verstanden sich schnell. Emily ahnte nichts von Jacks wahren Motiven und dachte, er sei wirklich an ihr interessiert. Sie verbrachten Zeit miteinander, gingen durch die Stadt, lachten und teilten ihre Träume. Jack fühlte sich wohl in ihrer Nähe, doch tief im Inneren wusste er, dass alles nur Teil seiner Wette war. Nach einer Woche machte Jack Emily, seinem Plan folgend, einen Heiratsantrag. Sie war überglücklich, ohne zu ahnen, dass sie eigentlich das Opfer einer Wette war. Sie willigte freudig ein, seine Frau zu werden, und Jack, obwohl er Gewissensbisse hatte, war zufrieden, dass seine Freunde ihm nichts vorwerfen konnten. Doch eines Tages änderte sich alles. Emily belauschte zufällig ein Telefongespräch zwischen Jack und seinen Freunden, in dem er lachte und über ihre Wette sprach. Sie konnte ihren Ohren nicht trauen, als sie hörte, wie Jack sarkastisch über ihr Gewicht sprach und sagte, dass alles nur ein Scherz sei. Ihr Herz brach vor Betrug, und sie fühlte sich hintergangen. Anstatt die Beziehung sofort zu beenden, beschloss Emily, ihre Gefühle nicht zu zeigen und sich an Jack zu rächen. Am Tag der Hochzeit, als alle Gäste versammelt waren, um das Ereignis zu feiern, wurde Emily gefragt, ob sie bereit sei, Jacks Frau zu werden. Sie sammelte all ihre Kraft und sagte, mit einem Lächeln auf den Lippen: „Leider bin ich nicht bereit und sage nein, denn Jack hat eine sehr kleine Männlichkeit." Diese Worte schockierten alle Anwesenden. Die Gäste erstarrten zunächst, dann brachen sie in Gelächter aus. Jack errötete vor Scham und wusste nicht, wohin mit sich. Er hatte nicht erwartet, dass Emily so antworten würde, und sein Ruf war mit einem Schlag ruiniert. Nach diesem Vorfall wurde er von allen ausgelacht, und seine Freunde scherzten darüber, wie er nicht nur die Wette, sondern auch den Respekt der anderen verloren hatte. Emily verließ die Hochzeit und ließ Jack mit seiner Schande und dem Spott seiner Freunde zurück. Dieser Vorfall wurde zu einem echten Boomerang. Jack, der sich immer für schlau und gerissen gehalten hatte, musste die Konsequenzen seines Handelns tragen. Er begriff, dass man nicht mit den Gefühlen anderer spielen sollte und dass jedes Tun seine Strafe findet. In den folgenden Tagen versuchte Jack, sich von der Demütigung zu erholen. Er erkannte, dass sein früheres Leben in Luxus und Sorglosigkeit keinen Sinn hatte, wenn er die Menschen um sich herum nicht respektierte. Emily hingegen wurde zu einem Symbol für Stärke und Selbstbewusstsein. Sie zeigte Jack nicht nur, dass man die Gefühle anderer nicht manipulieren darf, sondern bewies auch, dass wahre Liebe nicht auf Eigennutz und Egoismus basieren kann. Ich habe versucht, den Text natürlich und flüssig auf Deutsch wiederzugeben, während der ursprüngliche Stil und die Emotionen erhalten bleiben. Falls du bestimmte Passagen anders formuliert haben möchtest, lass es mich wissen. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.